Ist Deutschland ohne die EU besser dran? Dieser Meinung ist zumindest Alice Weidel von der AfD. Der Dexit wäre letztendlich eine Option. Wir haben das schon mit dem Euro-Austritt auch gefordert. In einem Interview mit der Financial Times schlägt Alice Weidel im Januar 2024 den Dexit als Modell für Deutschland vor und nimmt als Vorbild den Brexit, den britischen Austritt aus der Europäischen Union 2020. Aber was passiert mit der deutschen Wirtschaft, wenn Deutschland aus der Europäischen Union austreten würde? Und hat der Brexit in Großbritannien für mehr Wohlstand gesorgt, wie es versprochen wurde? Das klären wir jetzt in diesem Video. Die Europäische Union ist ein einzigartiges Friedensprojekt und mit 448 Millionen Einwohnern ist der europäische Binnenmarkt sehr attraktiv für Handelspartner auf dem gesamten Globus. Wieso sollte Deutschland dieses Staatenbündnis verlassen wollen? Ein Grund, den Alice Weidel nennt, ist das Demokratiedefizit der Europäischen Union. Gemeint ist hier vor allem die Wahl der EU-Kommissionspräsidentschaft. Und hier hat sie sogar gar nicht mal Unrecht, denn wer Präsident der EU-Kommission wird, entscheidet nicht die Europawahl, sondern die qualifizierte Mehrheit des Europäischen Rat, in dem alle Regierungschefs der EU-Länder zusammensitzen, zum Beispiel Emmanuel Macron als französischer Präsident und unser Bundeskanzler Olaf Scholz. Und im Fall unserer aktuellen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war es sogar besonders brisant. Denn der eigentliche Spitzenkandidat für die Konservativen im EU-Parlament war Manfred Weber. Mit den Spitzenkandidaten möchte die EU ihr Demokratiedefizit optisch ein bisschen kaschieren und den Wählern die Möglichkeit geben, die EU-Kommissionspräsidentschaft selbst zu wählen. Diese Methode ist aber in keinem der EU-Verträge so vorgeschrieben. Und so kam es, dass Manfred Weber von der CSU mit der konservativen Fraktion EVP die Europawahl gewann. Weil der Europäische Rat mit allen Regierungschefs aber das Recht hat, einen Präsidenten für die Kommission vorzuschlagen, waren sich die Regierungschefs gar nicht mehr so sicher, ob Manfred Weber der Richtige für den Posten ist. Nach langen Diskussionen wurde zu aller Überraschung Ursula von der Leyen auf Vorschlag von Macron die neue Kommissionspräsidentin. Also ja, das Demokratiedefizit existiert eindeutig in der Europäischen Union. Aber das war es eigentlich auch schon, denn die anderen Kritikpunkte gegen eine EU-Mitgliedschaft, die oft genannt werden, stimmen einfach nicht und sind blanker Populismus. Es ist zwar richtig, dass Deutschland als wirtschaftlich größtes Land in der EU auch die höchsten Mitgliedsbeiträge an die EU zahlt, aber als eines der größten Exportnationen der Welt profitiert Deutschland mehr als die anderen EU-Mitglieder von der Verhandlungsmacht eines Staatenbundes, das 27 Länder vertritt. Aber auch vom europäischen Markt profitiert Deutschland sehr. Mehr als 50% aller deutschen Exporte gehen in EU-Nachbarländer. Durch die EU-Mitgliedschaft profitieren gerade kleine Länder wirtschaftlich in sehr hohem Maße, was sich für die Exportnation Deutschland sehr lohnt. Je stärker die Wirtschaft in den EU-Nachbarländern ist, desto mehr kann Deutschland in diese Länder exportieren. Es wird geschätzt, dass die EU-Mitgliedschaft jedem deutschen Bürger einen Wohlstandsgewinn von 1.046 € beschert. Der EU-weite Durchschnitt liegt für jeden EU-Bürger übrigens bei einem Wohlstandsgewinn von 840 €. Die Gründe sind die Verhandlungsmacht der EU bei Freihandelsverträgen mit anderen Staaten oder Handelszonen und der EU-Binnenmarkt, in dem es keine Zölle und einheitliche Regeln für den Handel unter EU-Staaten gibt. Alice Weidel erwähnte im Interview mit der Financial Times Großbritannien und den Brexit als Vorbild für einen deutschen Austritt aus der Europäischen Union. Schauen wir uns also deshalb mal an, wie sehr Großbritannien wirklich vom Brexit profitiert hat. And it has great benefits. No more financial contribution. No more European Court of Justice. We're going to wave you goodbye and we'll look forward in the future to working with you as sovereign. Und souverän ist hier genau das richtige Stichwort. Nigel Farage hat den Brexit in Großbritannien durch seine politischen Reden und sein Engagement mit zu verantworten. Die Argumente der Brexiteers für den EU-Austritt waren kurz gesagt: mehr Souveränität für die britische Regierung, bessere wirtschaftliche Voraussetzungen für britische Unternehmen und die Wirtschaft und die Einsparungen der EU-Beiträge. Und mit dem endgültigen Austritt aus der Europäischen Union hat die britische Regierung natürlich ihre Souveränität zu 100% zurückerhalten. Sie können bestimmen, mit wem sie über Handelsabkommen verhandeln wollen und können die Verhandlungen auch so führen, wie sie wollen, mit allen ihren nationalen Forderungen. Aber nicht nur das geplante Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU ist gescheitert. Auch das so lange ersehnte Freihandelsabkommen mit Kanada ist nicht zustande gekommen. Die versprochenen Vorteile durch die Souveränität der britischen Regierung konnten bis heute nicht in wirtschaftliche Stärke umgesetzt werden. Im Gegenteil, der britische Handel mit anderen Ländern und Wirtschaftsräumen ist seit dem Brexit um 10 bis 15% eingebrochen. Im Jahr 2022 hat die britische Regierung eine Bilanz vorgelegt, der zufolge der Brexit höhere Kosten,
mehr Bürokratie und Verzögerungen an den Grenzen verursacht hat. Neben dem Friedensaspekt waren es genau diese Probleme, die in den 50er Jahren zur ersten Europäischen Wirtschaftsunion geführt haben. So gesehen hat sich Großbritannien, was den Außenhandel betrifft, um 70 Jahre in die Vergangenheit zurückgeworfen. Seit dem Brexit ist die britische Wirtschaftsleistung laut dem Statistischen Bundesamt etwa 3–5% zurückgegangen. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan spricht sogar von 6% geringerer Wirtschaftsleistung, was ungefähr 163 Milliarden Euro an Wohlstandsverlusten für Großbritannien bedeutet. Im Vergleich zum EU-Mitgliedsbeitrag von nur 17,1 Milliarden Euro ist die Bilanz wirtschaftlich ein absolutes Desaster. Von diesen 17,1 Milliarden Euro hat Großbritannien übrigens 6 Milliarden Euro in Form von Wirtschaftsförderung und Subventionen für die britische Wirtschaft zurückgehalten. Spätestens jetzt sollte jedem klar sein, eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union hat wirtschaftlich gesehen nur Vorteile. Ein Dexit, also ein Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union, hätte sogar noch gravierendere negative Folgen auf die deutsche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und würde schätzungsweise 2,2 Millionen deutsche Arbeitsplätze gefährden. Schätzungsweise 400 bis 500 Milliarden Euro würde der deutsche Wohlstandsverlust jedes Jahr betragen. Statt eines Wohlstandsgewinns von 1.046 Euro pro Person würde es einen Wohlstandsverlust von etwa 3.000 bis 4.000 Euro pro Kopf bedeuten. Und wie bereits zu Beginn erwähnt, liefert Deutschland 54% aller seiner Exportwaren in EU-Nachbarländer. Würde Deutschland aus der EU austreten, müsste Deutschland mit jedem einzelnen Land oder Handelsraum wie der EU einen Freihandelsvertrag abschließen. Länder wie die USA oder China können solche Freihandelsverträge aus einer starken Position heraus sehr gut und erfolgreich alleine bestreiten. Von der Wirtschaftskraft überragen beide Länder die Wirtschaftsleistung aller EU-Mitgliedstaaten zusammen. Das deutsche BIP lag 2022 gerundet übrigens bei 3,9 Billionen Euro. Im Vergleich zur EU, China und den USA also eher ein Leichtgewicht. Mit dem Austritt aus der Europäischen Union käme für Deutschland aber ein weiteres Problem hinzu, nämlich der Austritt aus dem Währungsraum. Deutschland müsste den Euro als Währung aufgeben. Eine mögliche Rückkehr zur deutschen Mark hätte ebenfalls katastrophale Folgen für die deutsche Wirtschaft. Sollte Deutschland eine neue deutsche Mark einführen, würde diese gegenüber dem Euro und anderen Währungen sofort aufwerten. Das wissen wir, weil wir 1993 eine ähnliche Situation hatten. Zu dieser Zeit gab es noch keinen Euro, aber durch das europäische Währungssystem sollten stabile Wechselkurse innerhalb Europas gewährleistet werden. Durch Spekulationen auf dem Geldmarkt gerieten einige Länder aber so stark unter Druck, dass sie ihre Währungen abgewertet haben, um größere Schäden an der eigenen Wirtschaft zu vermeiden. Deutschland hingegen hat die damalige deutsche Mark aufgewertet, während die spanische Peseta, die italienische Lira, der britische Pfund und der französische Franc abgewertet wurden. Ein Austritt Deutschlands aus der EU und aus dem Euro würde eine ähnliche Krise wie 1993 auslösen und die Forderung von Deutschland an ausländische Schuldner würde sich entwerten. Wir könnten im Ausland zwar mehr für eine deutsche Mark kaufen, bekommen in der Folge aber auch weniger zurück, weil die Schulden vorher in Euro gemacht wurden und die neu eingeführte deutsche Mark mehr wert wäre als der Euro, welcher wiederum auch abwerten könnte, wie es die anderen EU-Länder in der Krise 1993 getan haben. Der Verlust der deutschen Wirtschaftsleistung könnte bei einem Dexit bis zu 20% betragen. Aber es kommt noch härter für Deutschland. Die deutschen Exporte würden für andere Länder und vor allem für EU-Länder wesentlich teurer werden. Deutsche Exporte könnten im ersten Jahr um bis zu 15% sinken. Außerdem bringt der Wechselkurs in andere Währungen neue Kosten und Probleme mit sich, die bisher durch den gemeinsamen Währungsraum und Binnenmarkt gar keine Rolle gespielt haben. Hier könnten die Kosten für Deutschland bis zu 1% der deutschen Wirtschaftsleistung ausmachen. Neben diesen ganzen Nachteilen würde Deutschland außerdem nicht mehr Teil der zweitwichtigsten Währung auf der Welt sein. Neue Staatsschulden und Unternehmenskredite würden mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr Kosten verursachen als vorher. In der Hinsicht ist die Europäische Zentralbank ein Fels in der Brandung. Denn selbst Griechenland, eines der höchst verschuldeten Staaten in der EU und Auslöser der europäischen Staatsschuldenkrise, bekommt mittlerweile günstige Kredite von der EZB. Hier wäre also ein weiterer Verlust für Deutschland zu verzeichnen. Und wenn das alles nicht genug wäre, müsste Deutschland eine Ablösesumme wie im Fußball zahlen, um aus allen EU-Verträgen aussteigen zu können. Beim Brexit verlangte die Europäische Union 47,5 Milliarden Euro. Diese Summe dürfte für Deutschland aufgrund des etwas höheren BIPs auch höher liegen. Ist der Dexit also eine gute Idee? Ganz sicher nicht. Ein deutscher Austritt aus der Europäischen
Europäischen Union wäre ein wirtschaftliches Desaster und würde den deutschen Wohlstand jedes Jahr um bis zu 500 Milliarden Euro senken. Zusätzlich haben wir das Problem mit dem Euro und der Währungsunion, die Deutschland ebenfalls verlassen müsste. Und durch die Wechselkurse würden Unternehmen weitere Kosten erleiden, welche bis zu 1% der deutschen Wirtschaftsleistung betragen könnten. In der Summe wäre der Dexit also ein großes Minusgeschäft für Deutschland und ein zivilisatorischer Rückschlag für Deutschland und ganz Europa. Aber was denkt ihr über das Thema? Schreibt mir eure Gedanken gerne in die Kommentare. Meine Recherchen stelle ich euch wie immer in der Beschreibung mit einem Google Drive-Link zur Verfügung. Und wenn ihr wissen wollt, ob das bedingungslose Grundeinkommen finanzierbar wäre, wird euch dieses Video hier sehr gefallen.